Hallo allerseits und willkommen zur Bausatzbesprechung des Panzerkampfwagen 3 Ausführung A von Bronco im Maßstab 1:35. Nachdem Mini-Art die Ausführung B, C und D rausgebracht hat, bringt jetzt auch noch Bronco die Ausführung A raus. Das bedeutet, man kann vom Panzerkampfwagen 3 jetzt alle Vorserien-Varianten bauen. Und das freut mich natürlich als Panzer 3 Fan schon sehr. Besonders die Ausführung A hat mir immer sehr gut gefallen. Das Fahrwerk ist ziemlich interessant vom Aussehen und allgemein diese Vorkriegsentwicklungen und Fahrzeuge haben irgendwie einen besonderen Reiz für mich. Die Ausführung A wurde nur 10-mal gebaut, aber auch eingesetzt in Polen und ich denke auch vorher beim Anschluss von Österreich und so weiter. Also man kann da schon ein bisschen was mit anstellen, das ist jetzt nicht so obskur, kann man schon irgendwie in ein Diorama einbauen. Wie man sieht, ist die Schachtel relativ flach, das sind also nicht tonnenweise Gießäste drin, das ist aber auch kein Problem. Die Teile sind alle schön verpackt, also ich denke, da sollte es keine Schäden geben auf dem Transport. Schauen wir uns zuerst mal die Bauanleitung an. Das ist ja das Essentielle, damit müssen wir das Modell ja irgendwie zusammenkriegen. Hier nochmal das Packungsbild, dann eine Hintergrundgeschichte zum Fahrzeug auf Englisch, Deutsch und Chinesisch. Dann haben wir hier noch ein paar Hinweise, wie man mit Abziehbildern verfährt. Dann Zeichenerklärungen, eine Farbtabelle, bezieht sich auf Hobby Color, Mr. Color, Humbrol und Tamiya und dann nochmal ein paar Sicherheitshinweise. Anschließend folgt eine Übersicht mit allen enthaltenen Gießästen. Wie man sieht, es ist nicht überragend viel. Teile, die nicht verwendet werden, es wird alles verwendet, finde ich eigentlich auch interessant. Hat natürlich damit zu tun, dass vieles von der Ausführung A später anders aussah oder nicht mehr vorhanden war. Und dann geht der Zusammenbau los, ganz klassisch mit der Wanne. Müssen wir schon gleich Fotonetzteile verbauen. Ja, das sieht natürlich ganz anders aus wie die üblichen Panzer 3. Da kommt hier in den Innenraum noch so ein Ding rein, ich weiß gar nicht, was das sein soll. Dann die Seiten, hier dieses typische Ausführung A Fahrwerk mit den 5 Achsen, was später in anderen Vorserienfahrzeugen und in der Serie nicht mehr verwendet wurde. Man kann die Laufrollen drehbar einbauen, aber die Achsen sind starr. Auch hier kann man alles drehbar einbauen. Auspuffanlage sind mehrere Teile, da wird man wahrscheinlich spachteln müssen. Hier kann man alles offen darstellen, das finde ich schön. Sieht recht übersichtlich aus, finde ich. Da sollte jeder mit zurechtkommen. Und es wären noch nicht so viele Teile pro Bauschritt verbaut. Es bleibt also übersichtlich. Hier dann die Ketten. Wie man sieht, das sind ähnlich wie diese Modelkastenketten, so Einzelglieder, die man dann mit diesen Stiften verbindet. Dadurch bleibt es beweglich. Da ist hier auch so eine Schablone dabei. Und die sagen hier schon 97 bis 99 Kettenglieder pro Seite. Finde ich schön, vor allem wenn das dann beweglich ist. Manche Leute wollen das würde sich alles bewegen an dem Modell. Dann das Kettenschutzblech, das sieht wieder etwas vertrauter aus. Da hat man auch Optionen hier, die vorderen Stücke und auch hinten, dass man das hochklappen kann. Kommt auch ein bisschen Foto-Ads zum Einsatz. Das ist, glaube ich, ein bisschen schwieriger. Allein schon, weil die Teile so klein sind. Dann das Motordeck. Auch wieder Foto-Ads-Teile und ein paar kleine Haken. Lüftergitter sind dabei als Foto-Ads-Teil. Da haben wir hier noch Optionen. Man kann entweder die Lüfter nehmen mit den Foto-Ads-Teilen oder ohne. Das ist auch schön.
Die Visierblöcke, ja, Sichtschlitze, ist relativ unaufwendig. Das Maschinengewehr ist auch sehr detailliert, obwohl man es später kaum sieht, aber warum nicht? Dann kommt der Aufbau allmählich zusammen und dann geht's los mit dem Turm. Hier wird es wieder ein bisschen komplizierter. Der Turm hat doch eine schöne Einrichtung eigentlich mit diesen ganzen Sitzen und Mechaniken hier. Auch wieder sehr detaillierte Maschinengewehre. Hauptgeschütz. Ja, sieht auch recht schön aus. Einteiliges Kanonenrohr können wir auch brauchen. Ja, dann kommt es hier allmählich zusammen. Hier haben wir nochmal Foto-Edge-Teile zum Verbauen. Ja, das macht so jetzt vom Plan her schon mal einen recht detaillierten Eindruck. Kommandantenkuppel. Typischerweise ziemlich viele Teile. Und hier kann man auch wieder die Luken alle offen einbauen. Liegt auch noch ein Eimer bei, anscheinend. Sehr interessant. Dann wäre der Zusammenbau fertig und wir kommen zu den Lackierungs- und Markierungsvarianten. Da gibt es mehrere. 4 Stück an der Zahl. Erste unidentifizierte Einheit 3839, hier mit dieser etwas obskuren Tarnung, die nicht so geläufig ist vielen, mit diesen braunen Flecken. Dann haben wir noch eins Deutschland 1940. Noch ein Fahrzeug, auch Deutschland 1940. Und hier dann eins aus dem Polenfeldzug. 1. Bataillon, 1. Panzerregiment, 1. Panzerdivision. Ja, mit diesen typischen weiß-gelben Kreuzen. Das wär's. Sehr übersichtliche Bauanleitung. Ist alles schön aufgedröselt und einfach zu folgen. Kommen wir jetzt zu den Bauteilen. Hier die Unterwanne. Sieht überhaupt nicht aus wie von dem Panzer III. Finde ich recht interessant. Seitlich schon ziemlich viele Details dran. Hier kommen natürlich diese ganzen Federpakete rein. Oberfläche ist ziemlich glatt, aber kann man ja mit Mr. Surfacer nachbearbeiten, wenn es einem nicht passt. Ansonsten hier alles sehr scharf wiedergegeben. Gefällt mir sehr gut. Auch die Unterseite ist alles vorhanden. Es ist bloß hier noch so eine kleine Nase und hier auch, die man entfernen müsste, wenn es einen stört. Das Turmoberteil liegt auch lose bei. Sehr schöne Nietköpfe hier auf dem Dach. Die Schweißnähte hier sind ziemlich schön. Ja. Gefällt mir sehr gut. Bei der Kommandantenkuppel muss man aufpassen, dass man die dann nicht verliert oder dass sie auch nicht zerdrückt wird, wenn man das jetzt hier wie ich auspackt hat. Die gefällt mir ziemlich gut, sieht auch recht archaisch aus mit diesen ganzen Nietköpfen. Sollte sich auch gut versäubern lassen hier, sobald man diesen Stern hier entfernt hat. Das Dach vom Aufbau ist auch wieder sehr strukturlos, ziemlich glatt. Das finde ich jetzt nicht so schön. Seitlich ein paar Nietköpfe dran und alles andere wird eben angebaut wie Antennenmast und so weiter. Das Teil ist nicht verzogen, ist ziemlich gerade, also sollte sich mit sanftem Druck schön einpassen lassen. Machen wir mit den Gießästen weiter. Hier haben wir noch so diverse Teile, die an die Unterwanne gehören. Vorgelege und hier dann Werkzeuge. Ist kein Grad in Sicht. Ich finde aber, dass manche Details ein bisschen verwaschen wirken, gerade an den Werkzeugen. Es ist nicht so scharfkantig, wie man das vielleicht von anderen Herstellern kennt. Die Oberfläche ist sehr glatt, beinahe wie poliert, aber das kann man ja gut in den Griff kriegen selber. Ansonsten sind die Details recht schön hier
mit diesen versenkten Schraubköpfen und so weiter. Hier findet man auch wieder verschiedenste Teile, ja, Turmteile, Wannenteile und so weiter. Das ist alles wild verstreut. Finde ich wenig durchdacht. Ich fände es besser, wenn ja, die Turmteile ja, an einem oder zwei Gießäste sind und so weiter. Da muss man nicht immer so viel rumjonglieren. Aber mei, so ist es halt. Die Oberfläche an den Schutzblechen ist ziemlich schön wiedergegeben, ist schön rau, ist auch an der Rückseite vorhanden. Da sieht man ein paar winzige Auswurfmarken, ich denke aber, da braucht man nichts dagegen unternehmen. Auch eine Antenne liegt bei, finde ich immer sehr praktisch. Schweißnähte am Motordeck sind schön wiedergegeben. Das einteilige Geschützrohr ist vorne aufgebohrt und man sieht auch Züge, die finde ich aber ziemlich übertrieben vom Aussehen. Da werde ich mir sogar überlegen, dass ich das nicht vielleicht ein bisschen ausfräse innen, dass das nicht so stark wirkt. An dem Gießast finden wir zahlreiche filigrane Teile, die meines Erachtens hauptsächlich in den Turm gehören. Ja, diese ganzen Mechaniken oder auch ja, Teile, die zur Kanone gehören. Ja, das sieht makellos aus. Ja, keine Fischhaut in Sicht. Schön ist auch, dass die Teile nicht übermäßig viele Verbindungspunkte haben. Dann müssen wir auch nicht so viel Mühe investieren, um die Teile vom Gießast wieder zu lösen. Ja, das sieht doch alles sehr anständig aus. Der Gießast mit den Fahrwerksteilen liegt zweimal bei. Findet man auch nochmal ein Maschinengewehr. Der Panzer hat ja 3 Maschinengewehre, 2 im Turm, 1 in der Wanne. Hier sind dann die besagten Federpakete, Laufrollen, ja, bisschen größer, wie man das sonst gewöhnt ist vom Panzer 3. Leitrad und Treibrad, Stützrollen, ja, ist auch wieder sehr filigran das Ganze. An dem Gießast wirken die Details nicht ganz so platt wie bei den Teilen, die auf dem Aufbau gehören. Das finde ich doch ziemlich erfreulich. Gerade das Fahrwerk ist natürlich bei dem Fahrzeug das Interessante. Die Ketten erinnern stark an die Modelkastenketten. Ja, das Ganze kann beweglich gebaut werden. Dazu gibt es die Schablone, da setzt man die einzelnen Kettenglieder ein und klebt dann die Bolzen dazwischen. Die dürften schon im richtigen Abstand sein. Also das heißt, man kann hier so eine ganze Sektion vom Gießast trennen und einkleben. Das klingt zwar ziemlich mühsam, aber ich finde, bewegliche Ketten haben halt einfach den Vorteil, dass man den Durchhang ziemlich gut darstellen kann. Die Kettenglieder befinden sich nicht an so einem Gussrahmen, sondern ja, sind hier nur durch einzelne Verbindungsstücke verbunden, die wir eben abtrennen müssen. Das ist nicht weiter schwierig. Mit 2 Schnitten ist das erledigt. Viel zu versäubern ist da eigentlich nicht. Führungszähne sind durchbrochen, wie man sieht. Sehr scharfe Details. Auch keine Auswurfmarken erkennbar. Wirklich hervorragend detaillierte Ketten. Ein paar Glasigteile liegen auch bei für die Frontscheinwerfer, Sehschlitze und manche Visiere bestehen nur aus so einem Fensterchen, was halt in ein nicht durchsichtiges Plastikteil eingeklebt wird. Hier auch keine Mängel ersichtlich. Gut gegossenes Teil. Abziehbilder und Fotonetzteile hängen hier an so einem Karton dran. Ich schätze mal, gerade die Fotonetzteile sollen dadurch geschützt werden, dass sie irgendwie nicht verknickt werden. Auf den Fotonetzteilen hängt dann vorne und hinten nochmal so eine Schutzfolie dran, damit da, schätze ich mal, nichts weiter schief gehen kann. Ja, sind alles in allem ziemlich sinnvolle Teile, gerade die Lüftergitter kann man immer brauchen. Sollten sich gut verwenden lassen. Die Platine ist relativ dünn, aber nicht zu dünn, das heißt, da verknickt eigentlich nichts beim Ausschneiden. Alle Abziehbilder sind sauber gedruckt, es ist alles weiß.
Das Einzige, was mich stört, ist, dass der Trägerfilm ziemlich groß ist. Vielleicht, wenn ich es so schräg halte, könnt ihr das vielleicht ein bisschen sehen. Also der Trägerfilm, damit meine ich das Transparente zwischen den Zahlen, was auch ein Abziehbild ist. Ja, weil das ist immer der Teil, der bei einem Modell vielleicht grau schimmern kann. Und dadurch sieht es halt dann aus wie ein Aufkleber und nicht wie auflackiert. Da würde ich vielleicht sogar empfehlen, dass man da mit dem Skalpell das ein bisschen vorsichtig ausschneidet, um so den Transferfilm ein bisschen zu verringern. Wie gut die Abziehbilder letzten Endes sind, kann ich jetzt natürlich noch nicht sagen. Sie machen halt einen eher mittelmäßigen Eindruck. Die früheren Bronco-Bausätze hatten ja immer den Ruf, sehr kompliziert zu sein und dementsprechend wenig Spaß zu machen. Der Bausatz hier ist ein Beispiel, dass Bronco da anscheinend das bisschen geändert hat. Das macht auf mich jetzt keinen übermäßig komplizierten Eindruck. Sind auch nicht so viele Teile drin, wie man das vielleicht meinen könnte. Also es sollte sich relativ schnell und unkompliziert bauen lassen. Die Ketten, sind sehr schön. Ist natürlich eine Sache, die den einen oder anderen vielleicht abschreckt, weil es doch nicht ganz einfach ist, aber davon abgesehen absolut anfängerfreundliches Modell. Ein bisschen stört mich, dass die Oberfläche sehr glatt ist und auch manche Details vereinzelt ein bisschen ausgewaschen wirken. Ich glaube, das kann man eigentlich besser darstellen heutzutage. Nichtsdestotrotz, ich bin sehr froh und auch zufrieden mit dem Bausatz. Ich finde, er hat keine gröberen Mängel. Das Ganze kostet ca. 50 Euro. Ist schon ziemlich viel. Ist so ziemlich an der Schmerzgrenze, finde ich. Gerade so noch akzeptabel. Soviel zum Bausatz. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Euer Hamika Varkas.